Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Diesmal zu Gast bei mir Lars Kempe, QA-Lead der Firma Dolby. Ja, Dolby ist uns doch allen ein Begriff. Ob Surround-System oder Kinomusik, immer wieder taucht das Dolby-Logo auf, früher auf den Kassetten, wer sich noch erinnern kann. Ja, und mit Lars habe ich über deren CI-Pipeline gesprochen. Und er erklärt uns ganz genau, wie sie ihre CI-Pipeline aufgebaut haben, damit sie möglichst kurze Laufzeit haben, maximal 10 Minuten. Wie die Tests selektiert werden, wie die Durchführung funktioniert, wie die Abdeckung gemessen wird und wie das alles in ihren Prozess integriert ist. Sehr spannend, weil es wirklich mal einen tiefen Einblick gibt, wie man so etwas machen kann. Und es würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere davon auch inspiriert fühlt. In diesem Sinne viel Spaß bei der Folge. Hallo Lars, schön, dass du da bist. Ja, freut mich, hier zu sein, Michael. Ja, wir haben ja mal ganz kurz die Vorgeschichte. Wir hätten uns ja eigentlich schon am German Testing Day unterhalten sollen, aber da gab es E-Mail-Verluste auf dem Weg. Ja, passiert halt. Und wir hatten keinen Termin dort gefunden, aber umso schöner, dass wir das jetzt abholen, weil das Thema finde ich schon sehr interessant und wollte das auch unbedingt hier mal für die Community haben, weil zum einen, weil du ja in einem spannenden Umfeld arbeitest, ne, das Dolby ist ein Begriff, ne, den kennen viele, und zum anderen geht es um das Thema CI und wie man so damit umgeht, auch was so Laufzeit und alles Mögliche angeht. Und das ist natürlich immer schön, was ihr da für eine Lösung gefunden habt für euch, um das Ganze auch gut am Laufen zu haben. Genau, und da würde ich einfach mal so reinfragen, sag mal, was war denn so die Herausforderung oder warum du dich mit dem Thema dann auch so beschäftigt hast? Ich glaube, ich wollte mal von eher anfangen. Ne? Also das Thema treibt uns schon länger rum. Also ist jetzt nie, dass es ja neu aufgekommen ist. Man möchte, glaube ich, schon immer eine schnelle CI haben. Ja, wir haben ja immer daran gearbeitet, mit eigenen Methoden, mit eigenen Mitteln, die CI schnell zu behalten und trotzdem genügend Tests zu machen. Und trotzdem waren wir nicht glücklich damit. Und in unserem Fall, also in meinem Fall jetzt, war es halt so, dass wir vor 3 Jahren ungefähr ein komplett neues Projekt begonnen haben, mit der Erfahrung von ganz vielen verschiedenen Leuten aus ehemaligen Projekten, die jetzt in das neue Projekt gestartet sind. Und da habe ich die Aufgabe bekommen, jetzt auch als QA-Lead, also dort zu fungieren. Und da habe ich gesagt, also wenn ich das mache, dann möchte ich es gerne ordentlich machen. Und wir fangen jetzt mit einer schnellen CI von Anfang an, auch wenn wir jetzt noch nie so viel Tests oder Code haben, sondern wir machen das gleich richtig und habe dann das Okay von meinem Chef bekommen, ja mal in dem Fall das Tool Teamscale einzusetzen, um dann das automatisiert besser zu machen. Genau, also das war der Anfangspunkt von daher. Ja, also das Ganze auch mal einfach auch besser zu machen. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was ist denn so der Umfang, den ihr da so bewegt durch die CI damit wir so ein Gefühl auch haben, worum es denn eigentlich geht, was ihr da so macht. Ja, wie gesagt, bei uns, das neue Projekt war am Anfang echt klein. Also da haben wir wirklich nur ein paar hundert Tests. Also wir haben eine 100% Testautomatisierung. Wir machen Software, also wir bauen letztendlich Libraries, die wir an Kunden verkaufen. Und das ist wirklich Integrationscode, C-Code und so weiter. Ne? In dem Projekt haben wir, wie gesagt, klein angefangen, haben viele Module von existierenden Projekten gestartet und deswegen konnten wir wirklich mal mit echt 100 Tests erstmal anfangen. Die Erfahrung zeigt aber bei uns, dadurch, dass wir die Testautomatisierung haben, wir nutzen PyTest als Testautomatisierungstool, dass wir ganz schnell in eine Parametrisierung reinlaufen und dass dann aus einer Testfunktion bei uns ziemlich schnell ganz viele Testfälle werden können. Beispiel ist, ne, und du hast Dolby genannt, passt jetzt vielleicht nicht unbedingt auf mein Projekt, aber ein Beispiel wäre zum Beispiel Lautsprecherkonfiguration. Ne? Wir unterhalten uns hier, ich habe vor mir einen Monospeaker stehen, ja. Was gibt es denn als nächstes dann? Was kennst du so als Speaker-Output? Ja, gibt ja dann auch natürlich Stereo und Quattro und Dolby und alles also rundherum, ne, von allen Seiten. Genau, ne? Also richtig. Also Stereo hat schon 2 Lautsprecher-Output. Ne? Also den gleichen Input, den gleichen Test letztendlich. Also nie bei allen Sachen kann man das machen, aber es gibt genügend Tests, wo man das dann hochskalieren kann. Dann gibt es 5.1 als Surround, was du kennst. Und jetzt kommt Dolby Atmos ins Spiel, wo jetzt noch Höhenkanäle kommen.
Sprich, du hast jetzt 5.1, dann kannst du 2 Höhenkanäle haben, 4 Höhenkanäle, kannst du 7.1 haben, nochmal mit den gleichen Höhen. Und dann hast du einen Testcase, wo dann plötzlich aus einer Testfunktion allein 8 Speaker-Konfigurationen hast, dann 8 Testfälle. Wenn du dann noch ein Layer drauf machst, mit verschiedenen Bitraten, wenn man dann DD Plus nimmt, oder dass du verschiedene Bitraten hast, verschiedene Frameraten, die kommen dann auch noch mit. Dann wird das ganz schnell aus einem Testfall, was weiß ich, 50 bis 100 Testcases. Kann schon mal passieren. Genau. Und das wollen wir halt optimal gestalten. Und richtig, also und so sind wir auch schon gewachsen. Ne? Wie gesagt, wir haben angefangen mit ganz wenigen Tests und im Moment haben wir so um die 6.000 Testfälle. Aufgrund dieser Parametrisierung, mehr Features hinzugekommen und so weiter. Ne? Und das können wir jetzt gut abdecken, halt mit dieser schnellen CI, mit dem Tool, was dann automatisch erkennt, welcher Source Code und so getriggert wird. Genau. Kannst du da noch ein bisschen einsteigen? Was ist das Konzept, das jetzt, also weil 6.000 Testfälle klingt für mich schon mal sehr viel. Ja. Ne? Und wenn ich an meine Kunden denke, die Pipelines mit 6.000 Testfälle haben, das erlebt man oft nicht wieder. Ja. Also das läuft dann über Nacht oder so, muss dann immer irgendwie gesplittet und parallel und geht alles Ja, nicht. genau. Also wie ist es bei euch umgesetzt? Also normalerweise, also es sind wirklich durch den Source Code und durch die kleinen Funktionen können wir das ziemlich kurz halten. Also im Moment ist die Laufzeit, also wir nutzen wie gesagt PyTest als Testautomatisierung. Da gibt es dann verschiedene Plugins, wo wir dann diese Tests automatisch parallelisiert laufen lassen können. Und wir haben im Moment eine Testlaufzeit für die 6.000 Fälle, die lassen wir nachts laufen, alle Mann. Bei Linux, ich glaube, um die 1,5 Stunden oder so. Also das ist easy. Ne? Trotzdem ist es zu lang für eine CI. Und CI soll halt wirklich 10 Minuten bleiben. Ne? Und damit wir schnell alles haben. Und in den 10 Minuten müssen alle Backends gebaut werden. Da fängt es dann an, da hast du Linux, da hast du Windows, da hast du ARM, da hast du es 64-Bit, da hast du vielleicht noch Release- und Debug-Backend, was gebaut und vielleicht getestet werden muss. Da laufen noch die Unit-Tests und dann noch die Tests. Ne? Ja, also da ist schon ziemlich viel in den 10 Minuten drin, was ausgeführt werden muss. Genau. Vielleicht nochmal kurz zurück. Früher hatten wir das versucht zu deichseln mit Markern, beziehungsweise ja, so eine Test-Selection, um schnell zu bleiben. Na? Das Problem an so Markern oder Test-Selection ist, wenn man das manuell macht, man muss eigentlich sich alle 2 Wochen mal wieder hinsetzen und diese Marker oder Tests ja anpassen, je nachdem, welcher Code hinzugekommen ist. Ja, weil letztendlich hast du dann immer, ja, du testest irgendwas basismäßig ab, aber ist da wirklich die neuen Sachen getestet oder nie? Wahrscheinlich nie, weil du irgendwie zu faul warst, keine Zeit hast, wieder hingeschoben hast. Ach, laufen ein paar Tests, das passt schon, wenigstens das Wichtigste, ne? Aber reicht dann das Wichtigste? Für uns nie mehr. Und von daher haben wir dann angefangen halt Teamscale zu nutzen, weil das Gute an den Teamscale ist ja, dass das alles weiß. Ne? Das weiß, welcher Source Code ist da und welche Tests sind da. Richtig. Ne? Und das haben wir dann eingesetzt. Wir mussten ja noch ein bisschen dran arbeiten dann an der Integration, weil Teamscale für uns nicht die ganze Sachen schon unterstützt hat. Wie gesagt, wir haben PyTest, Python und so weiter und da gab es noch keine Integration dafür. Teamscale war sehr auf Java fokussiert am Anfang. Genau, aber das war nicht das Problem. Also wir haben dann die API mit den Teamscale-Leuten, mit Sven, Dr. Sven Amann, den wir gemeinsam einen Vortrag gemacht haben, sehr viel in Kontakt und haben über die API dann Teamscale gefüttert. Ne? Dass wir dann die Teamscale-Funktionalität nutzen können. Genau. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen, weil das ist ja, glaube ich, das, was viele, und da muss man auch ein bisschen die Tools challengen, ne? Also gar jetzt ja nicht so sagen. Und das ist ja häufig das Problem, man kauft ein Tool. Ja. So, das klingt auch alles super, ne? Der Vertrieb sagt, POC, alles super, alles alt. Ne? Und dann sitzt man da und denkt mir, oh mein Gott, und jetzt, wie kriege ich, dann habe ich auf einmal irgend sowas, was dann nicht dazu passt. Kannst du mal ein bisschen sagen, wie lange hat denn das bei euch gedauert, diese Integration, und wie viel Aufwand ist da reingeht, so ungefähr für uns, dass wir da ein Bild haben auch? Kann ich versuchen. Genau, also wie gesagt, wir haben angefangen mit PyTest. Das Wichtigste, was auch die Grundfunktionalität des Teams geht, den Source Code weiß, ist Git.
Wir waren früher bei uns in der Firma auf Perfos als Source Code Version Control System und haben jetzt auf Git umgestellt nach und nach. Und dadurch, dass wir das Projekt neu hatten, konnten wir gleich auf einer grünen Wiese anfangen und haben halt Git benutzt. Also das hat funktioniert. Die Git-Integration dauert, wenn du Teamscale kennst, ich glaube 10 Minuten oder so. Und dann weiß Teamscale, wo dein Source Code liegt, welche Branches du hast und welche Commits gab und es kommuniziert miteinander, genau. Der größte Knackpunkt ist jetzt, die Tests reinzubekommen, ne? Weil wir müssen ja wissen, welcher Test covert welchen Source Code. Das muss ja Teamscale prinzipiell auch wissen, damit es dann beim nächsten Source Code Änderung dann den Test dann aussuchen kann, der genau diesen Source Code covert. Genau, und da kommt Code Coverage ins Spiel. Wir nutzen, wie gesagt, C-Code. Wir haben Instrumented Binaries, um Code Coverage zu messen. Und wir nutzen Gcov als Tool. Sprich, wir lassen schon nächtlich laufen, um die komplette Code Coverage uns anzuschauen. Das Problem ist aber, bei der kompletten Code Coverage weiß man ja nicht, welcher einzelne Test dort ist. Sprich, man muss eigentlich quasi theoretisch, wenn du es manuell machen würdest du sagen, okay, erster Test ausführen, Code Coverage abkopieren in einen Logfile oder irgendwo hin, alles löschen, zweiten Test ausführen, genau. Und das mussten wir jetzt quasi in unsere PyTest-Umgebung einbauen. Wiederum war PyTest davon Vorteil, weil Python gibt es ganz viele Plugins. Sprich, wir haben uns einfach ein PyTest-Plugin geschrieben in unserem Entwicklungsumgebung bei uns und konnten da auf die PyTest-Hooks, heißt das, zugreifen. Sprich, PyTest ruft nach jedem Test, also gibt es ganz viele Hooks, aber was wir nutzen ist, dass nach jedem Testausführung, also wirklich Testausführung, nicht Testfunktion. Ich habe vorhin so erzählt, wir haben eine Testfunktion und mit den Lautsprecherkonfigurationen können wir ganz viele Tests da draus machen, genau. Und pro Lautsprecherkonfiguration, bleiben wir bei dem Beispiel quasi, wird dann quasi dieser Hook getriggert, sprich unser Source Code ausgeführt. Genau. Und dann wussten wir, okay, wir sind jetzt in dem PyTest-Plugin, wir wissen jetzt, der Test war jetzt zu Ende und da hast du alle Informationen. Sprich, PyTest bringt dir, wie war der Testcase, wo lag der, war der Pass-Fail, skippt, je nachdem, hatte der, welche Testlaufzeit hatte der und so weiter. Also diese Informationen hatten wir schon. Das nächste, was wir brauchen, ist halt dann die Information, welches Source Code gecovert wurde von dem Testkins. Das war ein bisschen Gefriemel, würde ich sagen. Da musstest du jetzt quasi die ganzen Logfiles von Gcov auswerten. Musste ein bisschen reinlesen, aber da gibt es Gott sei Dank auch genügend Informationen. Und wir haben dann gesehen, okay, da ist der Source Code, der gecovert ist. Das sind genau die Line Numbers auch, welche gecovert wurden und so weiter. Das lesen wir jetzt auch aus und schreiben das auch in das Logfile rein. Das Logfile hat dann das Format, was Teamscale braucht. Das war sehr gut dokumentiert auch, beziehungsweise wenn Fragen kamen, habe ich einfach einen Sven angerufen oder gemailt und wir haben uns auch mal schnell getroffen und er hat dann weitergeholfen. Das war ganz praktisch. Und da haben wir dann das Logfile zusammengebaut und dann das gesamte Logfile, was dann pro Testcase die Information hatte, wurde dann an Teamscale hochgeladen. Genau. Ich habe dann dafür, Gott sei Dank, also ich habe selber erstmal angefangen, damit die Grobstruktur zu machen, hatte dann aber Gott sei Dank einen Studenten, der da ein bisschen mit geholfen hat. Aber diese Integration, die ich jetzt beschrieben habe, von diesem PyTest-Plugin und so weiter, ein bisschen feingranular, würde ich sagen, hat so 2 bis 3 Wochen gedauert mit allen Tools. Ja. Also das war ja ein Tick länger als optimal geschätzt, aber insgesamt besser als mit was für Probleme gibt und sowas. Bisschen besser als gedacht, genau, ja. Ja. Und die skaliert ja dann auch mit, ne? Also mit jedem neuen Test und Code genau. Quasi. Das ist das Gute an der Sache. Und das ist perfekt, ne? Weil das lassen wir jetzt auch nächtlich laufen, beziehungsweise weil Teamscale braucht ja den Update, welche Tests sind neu hinzugekommen und so weiter. Vom Source Code bekommt er das, weil ja die Git-Integration ja funktioniert, sprich bei jedem Git, bei jedem Branch und so weiter wird es automatisch nach Teamscale geschrieben, aber das hast du nicht für diese Source Code Coverage. Ne? Also wir haben uns jetzt erstmal entschieden, das nächtlich auszuführen, sprich mit jeder Nacht hast du dann die Information, was während des Tages passiert.
Ja. Mhm. Der Nachteil ist, wenn am Tag viel passiert im Source Code und so und die CI läuft, weiß natürlich Teamscale nicht, okay, gibt es da noch einen neuen Test dafür schon, den wir vielleicht parallel Mhm. gemacht haben. Wir arbeiten im Scrum, wir arbeiten quasi Entwickler und Tester zusammen in einem Team, also wird das meistens parallel auch entwickelt. Genau, also das kann schon passieren. Mhm. Manchmal haben wir das dann auch so gestartet, wenn wir ein Branch längere Zeit oder wenn der größer geworden ist, dann kannst du diese Prozedur einfach auch mal manuell triggern und dann machst du ein Update Mhm. auf den Branch und dann funktioniert das auch wieder. Also das ist nie das große Mhm. Problem. Aber das Wichtigste ist wirklich, genau wie du schon gesagt hast, der neue Source Code kommt automatisch dazu, die neuen Tests kommen automatisch dazu. Sprich, am nächsten Tag in der CI weiß dann genau wieder, was ist. Und wenn dann jemand den Source Code ändert wieder, und dann werden genau die Tests ausgeführt, die dann, Okay, das heißt, ich habe maximal einen Gap von einem Tag, ja, wo ich die Information jetzt nicht korrekt habe, über Nacht quasi läuft es nach und dann am nächsten Tag stimmt es dann wieder. Ne? exakt. Ja. Mhm. Und ja, dann geht es natürlich weiter. Ne? Also ihr habt das dann auch, müsst ihr das ja quasi irgendwie in eure Pipeline auch mit Richtig. integriert Ja, haben und läuft das mit. Magst du uns da noch ein bisschen mit reinholen, was da so eure Erfahrungen waren? kann ich gerne machen. Genau, also wie gesagt, diese Source Code Commit, also die Grundbedürfnisse, die Teamscape braucht, sind jetzt erledigt. Ne? Git Commit funktioniert. Die Pipeline läuft nachts, um die Tests abzudaten. Aber was passiert mit CI? Exakt. Das nächste Problem. Sprich, wir wissen ja, welcher Commit ist. Also diese Information bekommen wir von Git. Da hat Teamscape natürlich auch wieder das Problem jetzt, okay, wir haben jetzt PyTest-Umgebung, kein Java, mussten wir auch wieder selber ein Skript schreiben, um diese Mhm. Sachen abzufangen. Das ging aber dann doch schneller als gedacht, weil das wirklich eine API-Abfrage nur ist. Du sendest an Teamscale, okay, das ist meine Commit-ID, die musste man noch ändern, weil Teamscale in der API-Version noch nie die Commit-ID-Namen genommen hat, sondern die Zeit von der Commit-ID. Also sprich, du Mhm. musstest da irgendwie, aber da gibt es Git-Command, das rechnet dir die Commit-ID sofort in die Zeit um. Das ist ein One-Liner, also das Okay. geht easy. Aber genau, dann hast du eine API-Abfrage von der Commit-ID, sage ich jetzt mal, der Einfachheit halber. Und dann bekommst du von Teamscale halt genau die Tests zurück, die wir vorher hochgeladen haben. Da musste man Mhm. vielleicht noch insgesamt ein bisschen aufpassen, dass man muss ja wissen, wie ruft man die Tests jetzt auf, ne? Mhm. Was für eine Möglichkeit habe ich? Also sprich, welche Informationen musste ich vorher bei dem nächtlichen Upload in Teamscale speichern, damit ich die jetzt ganz einfach aufrufen kann. Ja, wenn jetzt, Mhm. bei unserem Fall ist es natürlich so, durch die Parametrisierung, dass teilweise von einem Source Code Change jetzt nicht nur ein Test zurückkommt, sondern es kommen halt 800 Tests zurück. Mhm. Weil halt doch sehr klein ist, sehr granular. Ist manchmal auch fragwürdig, warum wir so viele Tests haben und so. Ja, wir sind dran und machen das manchmal auch wieder kleiner. Aber letztendlich kommen manchmal so viel zurück. Und Mhm. da muss man wissen, genau, wie rufen wir jetzt die Tests auf? Ne? Bei PyTest, wenn man sich ein bisschen auskennt, okay, kann man jetzt Keywords nehmen und dass man dann eine Liste von Testcases macht oder ruft man die jetzt einzeln hintereinander auf und so weiter. Also da muss man auch mal kurz gucken. Aber Python, PyTest, Open Source, jeder arbeitet dran, gibt es ein geiles Plugin für PyTest und zwar kann man ein File generieren, ein Textfile mit ganzen Testcases und das kann man dann per Kommandozeile übergeben und dann ruft Mhm. PyTest genau diese Tests auf. Da muss Naja. man noch wissen, wo man sich befindet, also sprich im Root-Verzeichnis vom PyTest, von unseren Testcases und genau diesen Pfad hat man schon gespeichert bei den nächtlichen Tests, dass man Mhm. gleich von derselben Ebene dann wieder losläuft. Genau. Sprich, Mhm. wir haben jetzt, lass uns sagen, 800 Testcases zurückbekommen. Das ist ein JSON-File, das kannst du einfach in Dictionary in Python umwandeln. Und da haben wir auch die Test-Execution-Zeit, weil wir wollen ja nie die 800 Tests ausführen, sondern unsere Limitation ist 5 Minuten Testausführungszeit. Wie gesagt, 10 Minuten Ah, okay. CI, 5 Minuten Ja, Testausführungszeit, weil muss ja noch gebaut werden, muss das Test-Environment ja. aufgesetzt werden, Unit-Tests und so weiter. Also maximal Mhm. 5 Minuten Testausführungszeit. Genau, also konnten wir dann sehen, okay, aufgrund der Tests, die Teamscale schon priorisiert sendet, also Teamscale macht schon eine Mhm. Priorisierung von den Testcases, wie nah ist der am Source Code dran, wie oft ist er gefehlt worden,
wie neu ist der Testcase und so weiter. Also das gibt Teamscale, und da fangen wir jetzt einfach an, am Anfang von Teamscale und haben einfach die Testlaufzeiten aufsummiert und nach 5 Minuten gecuttet und gesagt, okay, das reicht uns als Test. Teamscale hat mittlerweile eine API-Funktion hinzugefügt auf unseren Request und unsere Zusammenarbeit, dass wir jetzt auch die Zeit mitgeben können. Und Teamscale sendet genau die Tests zurück, die genau in die mitgegebene Zeit passt. Ja. Also Das finde ich ein ganz spannendes Konzept, auch da wirklich dann nochmal auf die Zeit zu schauen und wirklich das dann auch als Regel zu nehmen, weil sonst hat man vielleicht das Problem, dass wieder voll läuft alles, und dann im schlechtesten Fall ist wieder 6000 Testfälle. Ja, genau, wenn Dauert dann es wieder Source Code Changes, kann das passieren, aber das wollen wir nicht. Genau. Also genau. Zeit ist ganz wichtiges Kriterium. Genau, und das haben wir jetzt eingebaut und das läuft jetzt ganz automatisch mit, sprich nach dem Bild, beziehungsweise wir konnten bei uns das Automatisieren schon parallelisieren, sprich während der Bild läuft die Installierung der Test-Environments schon und die Abfrage von Teamscale. Und wenn der Bild fertig ist, können wir dann einfach mit dem PyTest-Command und dem Textfile der Anzahl der Tests jetzt genau einfach ausführen und dann haben wir das Ganze in 5 Minuten Ausführungszeit plus dann den ganzen Kladderadatsch ringsrum, wo wir dann bei ungefähr 10 Minuten landen. Ja, sehr spannend. Also habt ihr echt quasi eine harte Regel auch implementiert, dass es quasi echt mehr als 10 Minuten, dann wird es vielleicht mal 11 oder sowas, wenn das dann doch nicht ein bisschen länger läuft, ne? Weil du kannst ja auf die Execution der Testfälle jetzt, der hast ja keinen Einfluss. Wenn der mal länger geht dann als das letzte Mal, dann ist es ja so. Ne? Also dann, richtig, dann sollte aber hoffentlich nicht so oft vorkommen. Nee, also ist ja eher dann ein Indiz, dass man da vielleicht nochmal drauf schaut. Ne? Warum läuft er jetzt länger? Genau. Ja, finde ich total spannend, nämlich gerade auch diese ganze Integration, die du auch beschreibst, wie leicht sowas von der Hand so geht, ne? Weil das ist, häufig ist genau das dann der Knackpunkt, ne? Wie kriegt man denn eigentlich sowas dann auch sauber hin? Ne? Ja, bei uns ist auch der Vorteil, dass wir sind schon klein. Dolby ist zwar bekannt, wir sind ein weltweit Unternehmen, aber wir sind relativ wenig Angestellte. Und dadurch müssen wir alles ein bisschen machen. Hat seine Vorteile. Ich als QA-Lead kenne den Source-Code und ich sitze auch noch da und programmiere und muss aber auch nebenbei die QA-Lead-Tätigkeit machen, was manchmal auch nicht so einfach ist, aber jeder kennt quasi schon das System. Du kennst dich ein bisschen mit der Umgebung aus und so weiter. Ne? Das ist praktisch. Wenn ich in großen Unternehmen von manchen höre, die dann quasi einen Test-Architekt haben, der dann quasi nur sich um die Architektur kümmert und dann die Implementation hat auch seine Vorteile und muss bei solchen Sachen natürlich sein. Aber in dem Fall war es echt hilfreich, sich da schnell auszukennen und einfach mal teilweise auch mal 2 Stunden zusammen per Programming machen oder sowas. Dann geht das auf. Ne? Jetzt muss man natürlich der Vollständigkeit halber noch Dings, CI, die läuft dann durch. So, im Gutfall ist es das dann? Und im Schlechtfall, wie geht es dann weiter? Wenn die bricht, wie kümmert ihr euch dann darum? Ja, du kriegst eine Information. Also CI, der den Commit getriggert hat, bekommt eine Mail, beziehungsweise sieht dann in GitLab den Status und dann muss sich dann drum kümmern. Warum ging die jetzt fehl? Was war das Problem? Der Entwickler schaut dann rein, guckt dann einen Test an. Manchmal erkennt das und sagt, okay, meistens erkennt das, wie gesagt, wir sind ein kleines Team von 5, 6 Leuten nur an unserem Scrum dann kann er das handeln und updaten und neu starten. Ansonsten schauen wir dann gemeinsam rein. Also ja, das muss schon grün bleiben. Ja. Es ist ja auch wichtig, dass der Prozess dann auch sauber gelingt. Exakt. Wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, habt ihr da jetzt schon einen sehr, sehr guten Prozess, so jetzt von meiner Sicht, so wie du erzählst, bist du ja auch sehr zufrieden damit. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, ach, da müssen wir noch besser werden? Oder wollt ihr jetzt vielleicht auf 7 Minuten runter oder vielleicht noch irgendwas parallelisieren oder sonst irgendwas? Habt ihr da so eine Idee, wie es da für euch noch weitergeht? Wir sind gerade dabei, die Merge-Requests besser zu gestalten, weil quasi die CI passt uns und das läuft jetzt seit 1,5 Jahren stabil ohne große Änderung durch. Aber gerade im Merge-Request haben wir manchmal den Bedarf, einfach mehr laufen zu lassen. Oder quasi andere Projekte, die Teamscale noch nicht nutzen, quasi Teamscale einzubauen und dann quasi ihre Tests zu optimieren und sowas. Also da sind wir dabei, das in teilweise andere Projekte auszurollen und davon zu profitieren, dass das schnell
geht. Ja, sehr spannend. Okay. Sorry, Und, war mein Bildschirm weg, deswegen. Ja, Genau, also ja, alles in dem Fall sollte es so gehen. Ja. Aber sonst bin ich Ja, echt zufrieden. Also das ist ein Tool, das einfach funktioniert. Ja. Eine Frage habe ich noch, und zwar kommt es gerade bei mir noch mit dieser ganzen Selektion und sowas. Das hat ja dann auch Auswirkungen auf Testdaten, die ihr vielleicht braucht. Wie ist denn das bei euch gelöst? Wie habt ihr denn das gemacht? Sind die bei den Tests so mit dabei und da ist es kein Thema oder wie geht ihr denn damit um? Du meinst so Test-Log-Files, sowas in der Richtung? Also Testdaten, die man dann braucht, um die Tests durchzuführen. Ne? Vielleicht irgendwelche Files oder sonst irgendetwas oder irgendwelche Datenaufbereitungen. Oder habt ihr das vielleicht auch gar nicht in dem Umfeld? Also die Input-Files, die liegen komplett dazu. Also wir brauchen jetzt nichts. Also der Test holt dann quasi, wir brauchen Input-Files, wir brauchen W-Files. Audio ist zum 80% der Tests wird Audio benötigt bei uns. Und die Files liegen irgendwo da mit rum, beziehungsweise werden dann vom Test live geholt. Da muss man ein bisschen auf die Länge achten. Wenn du jetzt ein PCM-Files 4 Minuten dekodierst, dann dauert das auch meistens 4 Minuten. Und genau. Aber nee, sonst passt das. Ja. Okay, ja, sehr schön. Lars, vielen Dank für diese Einblicke. Gerne. Dass man wirklich auch mal so Deep Dive, wie sowas aussehen kann in der Praxis. Das finde ich auch total spannend, hier auch mal sowas zu bringen. Wie kann so eine Integration auch wirklich funktionieren? Das ist natürlich auch das, was glaube ich auch den vielen Hörerinnen und Hörern vom Podcast dann auch einfach mal wieder eine Inspiration geben kann. Vielleicht einmal, 10 Minuten, was für eine geile Zeit, das wollen wir auch haben mit unserer CI-Pipeline. Vielleicht auch mal in diese Richtung zu denken, ja. Genau, ja, vielen lieben Dank, Lars. Schön, dass du hier im Podcast warst und ich drücke euch die Daumen, dass ihr weiterhin so schnell eure Dinge umgesetzt bekommt und so gut auch weiter testen könnt. Ja. Und ja, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder mal in echt sehen auch. Ja. Ne? Vielen herzlichen Dank Sehr für die schön. Einladung, dass ich das erzählen durfte und wir sehen uns auf alle Fälle auf dem QS-Tag. Ach ja, genau, sehr schön, ist ja bald. Gut. Ja, dann schönen Tag noch und schöne Zeit. Mach's gut. Danke, Ne? gleichfalls. Ciao, Fitti. Ciao.